Hallo liebe werdende Mama, ich bin Marie und in diesem Video habe ich dir 5 Dinge zusammengestellt, die du vor dem ersten Besuch, den du zu Hause mit Baby im Wochenbett empfängst, wissen solltest. Das Wochenbett soll der neuen kleinen Familie nach der Geburt dazu dienen, anzukommen und sich als Familie einzugewöhnen. All diese Veränderungen brauchen Zeit, Kraft und Ruhe. Sie sollten nicht unterschätzt werden. Nichtsdestotrotz wünschen sich Familie und Freunde natürlich, den Familienzuwachs so bald wie möglich kennenzulernen. Und wie das so stressfrei wie möglich für dich und dein Baby möglich ist, verrate ich dir in diesem Video. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Das Wochenbett soll der frisch gebackenen Mama und dem Baby nach der Geburt zur Regeneration dienen. Außerdem soll es sowohl den frisch gebackenen Eltern als auch dem Baby Zeit geben, anzukommen und sich in diese vollkommen neue und aufregende Situation einzufinden. Meist kommen aber kurz nach der Geburt bereits erste Besuchsanfragen von Oma, Opa, Onkel und Tanten. Und Besuch bedeutet in der Regel immer mindestens ein bisschen Aufwand und Stress. Damit es im Wochenbett auch mit dem ein oder anderen Besuch so entspannt und stressfrei wie möglich bleibt, habe ich hier einige wertvolle Tipps für dich zusammengestellt. Tipp Nummer 1: Binde dir dein Baby ins Tragetuch. Die meisten Eltern haben heutzutage mindestens eine Tragehilfe für ihr Baby zu Hause. In den ersten Wochen bietet sich hier das Tragetuch super an. Solltest du eines für dich und dein Baby besitzen, kann es von großem Vorteil sein, dein Baby, während der Besuch da ist, dort hineinzubinden. Wieso? Zum einen ist dein Baby ganz nah bei dir. Das gibt sowohl dir als auch deinem Baby ein sicheres und geborgenes Gefühl. Im Idealfall kann dein Baby also im Tuch schlafen und deine Wärme, dein Geruch und deinen Herzschlag genießen. Und zum anderen ist die frisch gebackene Mama so auch erst einmal vor der Frage geschützt, ob man das Baby nicht mal auf den Arm nehmen dürfe. Denn dass man das in den ersten Tagen oder auch Wochen noch nicht möchte, ist vollkommen normal und in Ordnung. Tipp Nummer 2: Mach dir keinen Kaffee- und Kuchenstress. Gerade in den ersten 2, 3 Wochen nach der Geburt geht es meist zu Hause noch drunter und drüber. Es gibt keinen festen Tagesrhythmus und man lebt in den Tag hinein. Hier kann es tatsächlich fast unmöglich sein, morgens einmal kurz zum Bäcker zu gehen und ein paar Stücke Kuchen für nachmittags zu kaufen. Das ist völlig normal und gerade in den ersten Wochen sollte Besuch auch keinen zusätzlichen Stress erzeugen. Da ist es vollkommen okay, den Gästen am Telefon mitzuteilen, dass man Kaffee, Milch und Zucker da hat, Kuchen aber leider nicht. Entweder wartet man nun, ob der Besuch von sich aus anbietet, Kuchen mitzubringen, oder wenn man möchte, kann man natürlich auch nett darum bitten. Vielleicht mit dem Zusatz, dass anstatt Blumen oder einem anderen Mitbringsel Kuchen sehr gewünscht wäre. Auf diese Weise ist also gar nicht viel vorzubereiten, außer eine Kanne Kaffee aufzubrühen und Teller, Tassen und Besteck auf den Tisch zu stellen. Und das kann eventuell auch der frisch gebackene Papa machen. So ist der Besuch für Mama und Baby in dieser Hinsicht so entspannt wie möglich. Tipp Nummer 3: Habe kein schlechtes Gewissen, dich zum Stillen zurückzuziehen. Da man so etwas sehr schlecht planen kann und der Stillrhythmus sich in den ersten Wochen sowieso ständig verändert, stehen die Chancen sehr gut, dass dein Baby gerade dann Hunger bekommt, wenn der Besuch eingetroffen ist oder vielleicht gerade erst 15 Minuten da ist. Gerade am Anfang, wenn das Stillen für Mama und Baby neu ist es wichtig, dass das Stillen in Ruhe stattfinden kann. Außerdem möchte man sich unbeobachtet und wohlfühlen. Das geht natürlich am allerbesten, wenn Mama und Baby sich fürs Stillen zurückziehen. Ins Schlafzimmer oder auch ins Kinderzimmer. Und hier ist es vollkommen in Ordnung, den Besuch quasi alleine bzw. mit dem Papa zurückzulassen. Mach dir hier also keinen Druck und habe das Gefühl, so schnell wie möglich zum Besuch zurück zu müssen, weil sie ja wegen dem Baby vorbeigekommen sind. Bedenke immer, dass dieser Stress, so schnell wie möglich fertig werden zu wollen, sich auch auf dein Baby übertragen kann. Sollte das passieren und dein Baby unruhig werden und somit eventuell noch länger beim Stillen brauchen, dauert alles am Ende noch länger. Sei stattdessen entspannt, melde dich kurz bei deinem Besuch ab und nutze die Stillzeit zum Entspannen. Denn gerade in den ersten Tagen und Wochen kann so ein Besuch sehr anstrengend und ermüdend für dich und dein Baby sein. Es kann unter Umständen sogar sein, dass die Stillmahlzeit so lange dauert, dass der Besuch gar nichts mehr von euch hat. Habe auch hier kein schlechtes Gewissen. Versichere deinem Besuch, dass ihr euch ja bald wiederseht.
Tipp Nummer 4. Lege bei Bedarf die Besuchslänge fest. Gerade kurz nach der Geburt kann es, wie bereits erwähnt, für die frisch gebackene Mama und natürlich auch fürs Baby anstrengend sein, während eines Besuchs so lange präsent zu sein. Vielleicht wurden die letzten Tage im Pyjama oder Jogginghose verbracht und mehr als zwischendurch mal duschen war zeitlich einfach nicht machbar. Das ist völlig normal und so darf die erste Wochenbettzeit auch sein. Entspannt und stressfrei. Damit das so bleibt, macht es Sinn, wenn die Unterbrechung dieser entspannten Zeit zum Beispiel durch Besuche überschaubar ist. Daher ist es völlig in Ordnung, wenn man zur Einladung erwähnt, dass man sich freut, wenn die Gäste für ein Stündchen vorbeischauen oder wenn man davon erzählt, dass zum Beispiel die Nächte momentan sehr anstrengend sind, ihr euch aber über eine Stunde Besuch freuen würdet. So haben die Gäste schon mal eine grobe Zeitvorgabe. Zur Not ist es natürlich auch während der Besuch da ist, dann möglich, den Besuch freundlich darauf aufmerksam zu machen, dass das Baby doch bereits recht unruhig ist, Mama müde oder irgendeine andere nette Bemerkung, die andeutet, dass es schön wäre, wenn der Besuch sich nun langsam auf den Weg nach Hause macht. Nett, aber bestimmt. Tipp Nummer 5. Wann ist die passende Zeit für einen Besuch und wie viel Besuch auf einmal? Der passende Zeitpunkt für den ersten Besuch bzw. für den Start der Besuche ist individuell und sollte von Mama und Papa gemeinsam besprochen, festgelegt und den potenziellen Besuchern am besten bereits vor der Geburt klar kommuniziert werden. Und hier gibt es viele verschiedene Varianten. Manche Eltern finden es stressfreier, das Baby bereits im Krankenhaus vorzustellen und hier den ersten Besuch zu empfangen. Der Gastgeberstress fällt hier größtenteils weg, da weder Kuchen noch Kaffee serviert werden müssen. Auch die Besuchsdauer ist meist nicht sehr lange, da man im Krankenhaus nicht zu lange stören möchte. Wenn der erste Besuch im Krankenhaus für die frisch gebackenen Eltern in Ordnung ist es sinnvoll, ihn auf den ersten oder zweiten Tag nach der Geburt zu legen. Den dritten Tag sollte man am besten frei halten, da hier das klassische Hormontief einsetzt. Milcheinschuss, eventuell wunde Brustwarzen, der Schlafmangel macht sich bemerkbar und viele Mamas sind besonders nah am Wasser gebaut. Hier ist es für die frisch gebackene Mama in der Regel angenehmer, wenn nur der Partner da ist, um Trost zu spenden. Da man am dritten oder vierten Tag nach der Geburt meist aus dem Krankenhaus entlassen wird, kommt eventueller Besuch ab diesem Zeitpunkt dann nach Hause zu Besuch. Damit es vor allem fürs Baby nicht zu trubelig wird, macht es hier, aber auch bereits im Krankenhaus Sinn, generell immer nur einen Besuch auf einmal einzuladen, also 2 bis 3 Personen auf einmal. Denn man sollte bedenken, dass das Baby all diese neuen Eindrücke verarbeiten muss. Hier kann also eventuell der Papa das Koordinieren der Gäste übernehmen und darauf achten, dass es Mama und Baby nicht zu viel wird. Manche junge Eltern entscheiden sich auch ganz bewusst dazu, die erste Woche als kleine Familie zu verbringen, sich einzuleben und erst einmal anzukommen. Auch das sollte für den Besuch in Ordnung sein. Zum Glück gibt es heutzutage WhatsApp und andere Möglichkeiten, Verwandte und Freunde auf dem Laufenden zu halten. Auch das ist eine mögliche Variante, die man wählen kann. Denke also immer daran, jede kleine Familie ist individuell und darf ihren ganz eigenen Weg finden und wählen. Wichtig ist, dass Mama, Papa und Baby sich wohlfühlen. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.